Wenige Orte auf dieser Welt verkörpern für mich den Begriff Abenteuer so sehr wie das Val Grande. Weite Wälder und steile Berghänge, wenig Störungen von der Zivilisation. Jedes Mal, wenn der Tobi und ich uns in den Nationalpark gewagt haben, sind wir mit einigen kostbaren Erfahrungen mehr wieder rausgekommen. Die Natur ist manchmal wild und unberechenbar und Begegnungen mit ihr werden häufig zu einem Abenteuer. Wenn man sich darauf einlässt, dann bekommt man meistens mehr, als man sich vorgestellt hat. Man muss sich anpassen, in widrigen Umständen durchbeissen und wissen, wann man den Plan ändern muss. Dazu gehören auch die schönen Momente, wenn man den Gipfel erreicht oder an einem gemütlichen Plätzchen ausruhen kann. Und immer gilt, was sich lohnt, muss erkämpft werden. Wir sind mit dieser Realität gerade zu Beginn von unserem Abenteuer konfrontiert worden. Wir haben am Abend am Rand des Parks übernachtet, um am nächsten Tag möglichst früh in einer Hütte anzukommen, bevor es 2 Tage wird durchregnen. Der Regen kommt früher als angesagt und wir erwägen schon den Gedanken, gar nicht erst einzusteigen, entscheiden uns aber gleich für einen Versuch. Stürme im Val Grande sind berüchtigt für ihre Sturzfluten und auch Erdrutsche passieren ab und zu. Auf dem Pass machen wir eine kurze Pause in einem Unterschlupf und entscheiden uns, definitiv zu den nächsten Hütten im Tal unten abzusteigen. Komplett durchnässt kommen wir unten an und machen eine längere Mittagspause, um mal alles ordentlich zu trocknen. Wir entscheiden uns, gleich nochmal rauszugehen und zu unserer Lieblingshütte und dem eigentlichen Ziel vom Tag aufzusteigen, Mottag. Ja, Mann. Geil. Wir kommen! Wir erreichen unser Ziel und kommen nach dem strengen Tag zum gemütlichen Teil. 2 Tage da ausharren, bis der Regen aufhört. Yeah! Ja, mein Licht. Nice. Drauf da, wo es kalt war. So jetzt kein Damit die Nächsten auch noch etwas zum Heizen haben, gehen wir aber in den Wald und holen Holz. Ich habe noch nie so viel auf meinem Rücken getragen.
jetzt werden wir wieder schlucken können. Ja. Je nach Wasserstand. Am Ende vom zweiten Tag kündigt sich langsam eine Besserung vom Wetter an. Am nächsten Morgen sehen wir zum ersten Mal Sonne und blauen Himmel. Es ist Zeit, um den Rucksack zu packen und unseren Unterschlupf zu verlassen, um wieder ins Unbekannte zu ziehen. Bei jedem Abenteuer gibt es Momente vom Aufbruch, wo der Respekt vor dem Ungewissen mit der Vorfreude auf Entdeckungen gemischt wird. So auch bei uns. Wir haben 2 Tage Zeit gehabt, um unsere weitere Route zu planen und hoffen, in einer uns unbekannten Ecke vom Tal auf ein paar schöne Flecken zu stoßen. Leichte Schürfungen. Ist okay. Auf Abenteuer kommt man immer wieder an Orte an, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die verlassene Alp, die uns ein bisschen an das Bruchtal von Herr der Ringe erinnert, hat einen unglaublichen Charme auf uns und wir nehmen uns vor, nächstes Mal länger hier zu verweilen. Ein Ziel haben wir uns für das Abenteuer vorgenommen: das Besteigen von einem der grossen Berge vom Nationalpark, dem Pizzo Broman. Mit der Aussicht auf die italienische Ebene auf der einen und den Walliser Alpen auf der anderen Seite ist der Gipfel an der südlichen Grenze vom Tal ein geeigneter Höhepunkt von unserem Abenteuer.
Auf dem Gipfel können wir mit schwachem Empfang den Wetterbericht überprüfen. Er hat für die kommenden Tage wieder schlechteres Wetter angesagt. Wir sind aber nach dem Erlebnis der letzten Tage motiviert, weiter im Abenteuer zu bleiben und folgen unserem Plan deswegen weiterhin. Die Cima Pedum ragt in der Mitte des Nationalparks wie die Königin vom Tal in die Höhe. Technisch ist sie nicht ganz einfach. Der Tobi hat vor 4 Jahren schon mal probiert, sie zu besteigen, hat aber kurz unter dem Gipfel wegen einem Steinschlag umkehren. Der Zustieg führt über den ausgesetzten Nordgrat über eine kleine Hütte, die wir heute erreichen wollen. Während langsam Wolken aufziehen, verknackt sich der Tobi plötzlich den Fuß. Wir sind schon mitten auf dem Grat und probieren, die Hütte in zunehmend dichteren Wolken noch zu erreichen. Wir schaffen es, gerade bevor der Nebel einzieht und wir nichts mehr sehen. Ursprünglich wollten wir die Cima Pedum besteigen und dann auf einem nächstgelegenen Gipfel übernachten, um am nächsten Tag aus dem Tal rauszugehen. Mit dem Tobi im Fuß und den Wetterbedingungen ist aber schnell klar, dass wir den Gipfel auch das Mal nicht erreichen werden. In leichtem Regen und zugetrönt mit Schmerzmitteln machen wir uns deswegen auf, um über den glatten Felsgrat schon einen Tag früher auszusteigen. Sobald man sich aufs Ende des Abenteuers einstellt, wird alles zum Heimweg. Nachdem wir mit viel Vorsicht heil vom Grat runterkommen, kommt eine Lockerheit und Vorfreude aufs Heimkommen auf, wodurch schmerzende Füße und Schultern nur noch vergrößert wird. Die schönen Erlebnisse der vergangenen Wochen sind noch frisch in der Erinnerung, während die Entbehrungen schon fast wieder vergessen sind. Genau diese strengen Momente zeigen uns aber immer wieder auf, dass wir zu mehr fähig sind und weniger brauchen, als wir denken. Die Erkenntnis macht uns stolz und inspiriert uns zu vielen Ideen für weitere Abenteuer. Aber erstmal freuen wir uns auf eine warme Dusche.